Ich will sterben. Wir machen nie wieder die ganze Nacht durch. Hätten wir wenigstens mal Kaffee von der Kaffeemaschine bekommen, wäre das noch einigermaßen erträglich gewesen. Coffee Leaks kann seit dem Umbau keinen Kaffee mehr machen. Ich kann immer noch Kaffee machen. Sie hätten einfach freundlicher fragen können. Das ist nicht sein Ernst. Keine Sorge, die Kaffeemaschine war schon diabolisch, bevor sie einen Totalschaden erlitten hatte. Hallo, Miss. Du kannst mich ruhig bei Namen nennen. Er meinte nicht dich. Oh, hallo Miss. Hallo Kira, Lee und Devin. Das ist eine ziemliche Überraschung, Sie drei hier anzutreffen. Miss, ich weiß, das wird sich jetzt verrückt anhören, aber Galen ist... Der Täter, welcher aktuell an der Schule den Direktor spielt. Ja, ich weiß. Was? Woher wissen Sie das? Mein Gott, endlich jemand, der das Offensichtliche durchschaut hat. Galen hatte sich früh nach Devins Verschwinden nicht zurückgemeldet. Irgendwann ist uns aufgefallen, wo er sich die ganze Zeit rumgetrieben hat. Wir haben Nachforschungen betrieben und herausgefunden, dass Galen vor einiger Zeit Direktor war. Jedoch wurde er entlassen und ihm wurde jedes Recht genommen, jemals wieder diesen Posten auszuüben. Was er jetzt also tut, ist illegal und hängt vermutlich mit der Zerstörung der alten Schule zusammen. Das ist zu 100% korrekt. Also nehmen wir ihn fest? Wir könnten ihm schon mal den Posten als Direktor entziehen. Das würde nicht reichen. Er findet Wege zurück. Und deswegen müssen Sie der Polizei Ihre Ergebnisse vorlegen. So können wir sicherstellen, dass Galen Porter lange hinter Gittern landet und somit der Schule sowie den Schülern keinen Schaden mehr anrichten kann. Wir hatten vermutet, dass Galen vielleicht Kontakte in den Reihen der Polizei hat. Nein, da kann ich Ihnen versichern, dass das nicht stimmt. Galen hat uns allen von Anfang an etwas vorgespielt und nun muss er die Konsequenzen tragen. Na dann, worauf warten wir? Gut, dann sollten wir das schnellstmöglich hinter uns bringen. Ja, ich nehme Coffee Leaks mit. Oh Mann, wieso fährt auch nur so früh ein Bus? Wie? Wartet Timur? Was machst du denn schon hier? Kommst du nicht für gewöhnlich zu spät? Krass, oder? Ist ja fast so, als würde ich mich um dich kümmern. Du bist wegen mir hier? Wer bist du? Also mein Perso sagt Timur Hellenberg. Was er leider nicht sagt, ist, dass ich mit dir befreundet bin. Oh nein, ich gebe mir jetzt keine schmierige Entschuldigung. Ist okay? Ich vergeb dir? Bitte rede wieder beleidigend wie der normale Timur. Aber ohne Grenzen zu überschreiten. Perfekt, Ilona kommt bestimmt auch gleich. Ich wette um 5 Euro mit dir. Die sah gestern ganz schön deprimiert aus. Kein Wunder, wenn man mit der B-Klasse abhängt. Ja, vielleicht war der Witz doch eine Nummer zu viel. Hey! Ha, 5 Euro für mich. Timo, ich habe nicht mal zugestimmt. Ja, ich glaube, ich sollte wieder gehen. Nein, warte. Es tut mir leid. Was tut dir leid? Dass du keine Freunde hast, ich meine, dass ich gesagt habe, dass... Ist schon okay. Du hast es ja nicht ernst gemeint, glaube ich. Sorry, dass ich so überreagiert habe. Ja, ist, schon okay. Weißt du noch, als wir in der 7. Klasse über Wölfe gestritten haben? Blau ist immer noch das schönere Halsband. Orange. Schwarz. Wie deine Seele. Mann, ich habe euch fast vermisst. Nun gut, hören Sie bitte alle genauestens zu. Unsere Kollegen Kira und Lee sowie der ehemalige und rechtmäßige Schuldirektor Devin werden uns nun wichtige Informationen zu den Fällen Hochschule, Unfall und Krankenhaus mitteilen. Was Sie gleich hören, wird Sie vermutlich überraschen und Sie werden den Fakten nicht Glauben schenken wollen. Trotzdem, hören Sie bitte erst einmal zu und kommentieren Sie dann. Kira, Lee, ich gebe das Wort an Sie beide weiter. Hallo, geehrte Kolleginnen und Kollegen. Wie Sie alle wissen, war ich lange Zeit in den Fällen Unfall und Krankenhaus involviert. Die Aufsicht über das Projekt hatte mein Vorgesetzter Galen Porter, welcher Ihnen allen über die Jahre bekannt sein sollte.
Der Roboter Coffee Leaks, welcher hier vor Ihnen auf dem Tisch steht, wurde von meinen Kollegen während der Ermittlungen in dem Büro des Direktors platziert, um über das eingebaute Mikrofon mögliche Beweise aufzuzeichnen. Galen Porter offenbarte sich mir persönlich in eben diesem Büro und drohte auch die neue Hochschulunfall zu zerstören, insofern ich nicht einwillige, freiwillig zu fliehen. Das komplette Gespräch wurde von Coffee Leaks aufgezeichnet und dies werden wir Ihnen nun vorspielen. Es wird beweisen, dass Galen Porter die ganze Zeit nur so getan hat, als würde er für Recht und Ordnung sorgen. Gut, dann wollen wir mal. Coffee Leaks, spiel die Datei ab. Wie heißt das Zauberwort? Bitte. Vorhang auf. Ich hoffe, Sie haben alle Popcorn dabei. Das wird etwas Zeit in Anspruch nehmen. Viel Spaß bei der Vorstellung. Draußen steht Anklopfen. Ist das so schwer zu... Galen? Devin. Oder sollte ich sagen, Direktor Devin? Wenn wir etwas haben wollen, das wir nicht haben können. Was passiert, wenn ich weg bin? Das war's mit der Aufnahme. Will noch jemand einen Kaffee? Heute bin ich gut drauf. Nach diesen offensichtlichen Beweisen wird es Zeit, Galen Porter zu verhaften. Ich werde mich persönlich mit den dreien hier auf den Weg zur Schule machen, um Galen zu stellen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Lee, ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Sie haben ausgezeichnete Arbeit geleistet und mir ist klar geworden, dass Galen Sie währenddessen nur für seine Ziele benutzt hat. Wenn wir wieder zurück sind, habe ich eine offene Stelle als Abteilungsleiter zu befüllen. Aber nun sollten wir wirklich los. Sehe ich genauso. Und vielen Dank, Miss. Auf zur Schule. Es wird Zeit, Galen festzunehmen. Wisst ihr was? Wenn ihr leise bleibt, könnt ihr auch im Klassenraum bleiben. Kein Mucks an den Direktor. Der Direktor ist sowieso komisch. Leute, der hat irgendwie Dreck abstecken. Ach, findest du? Der Typ ist mit Galen verwandt, Genius. So sieht er auch aus. Aber ernsthaft jetzt? Zumindest haben die den gleichen Nachnamen laut Knobi. Du nennst ihn immer noch Knobi? Wer heißt schon mit Nachnamen Knoblauch? Touché. Jetzt habe ich Hunger, Mann. Ja, dich oder was? Um auf eben zurückzukommen. Gestern war ich bei der Polizeiwache und nun ja, ratet mal, wen ich da gesehen habe. Direktor Devin? Woher weißt du? Ich kann Gedanken lesen. Und du drehst immer so auf, wenn du jemanden seit langem nicht mehr gesehen hast. Das ist doch bloß unser alter Schuldirektor. Naja, wie auch immer. Die haben einiges über Galen, die Schule und so erzählt. Und Alex und Herr Kaneriki sind anscheinend Spione für Galen oder so. Als wären wir in einem Film oder so. Lass mich raten, die wollen, dass wir auch Spione werden? Sag mal, wie lange hast du gestern Getränke gebraut? Vielleicht sollten wir die anderen Schüler informieren? So ein Treffen vereinbaren oder sowas. Irgendwie geht die Schule ganz schön den Bach runter. Wie, magst du die schwarz-weißen Wände doch nicht mehr? Timo, trommel mal die 9b, Mr. Speed und seine Freundin da zusammen. Wieso eigentlich immer ich? Dich mögen die noch am ehesten. Gestern war echt ein Horrortrip. Ey, sind jetzt alle da? Wartet, Barry fehlt noch. Der wird auch morgen noch fehlen. Verschwende nicht meine Zeit. Warum sind wir jetzt eigentlich hier? Und warum ist die 9a in unserem Klassenraum? Warum hassen sich unsere Klassen eigentlich so untereinander? Das fängt doch schon bei dir an. Was ein Kindergarten. Ich habe Wichtigeres zu tun. Also, es geht um Direktor Devin. Direktor? Direktor Devin? Ja, genau der. Also es geht darum, dass Direktor Galen die Schule eingenommen hat und hier irgendwas ganz gewaltig stinkt. Ich habe Devin bei der Polizei gesehen. Die ermitteln gegen Galen. Drama. Was kommt jetzt? Will er die Schule hochjagen? Genau das könnte passieren. Habt ihr schon mal mit Alex geredet? Der Typ ist Galens Sohn. Der redet ständig davon, die Schule hochzujagen. Normalerweise ist Schulfrei ja was Positives. Aber habt ihr Bock, einen noch weiteren Schulweg fahren zu müssen, weil ständig die Schulen explodieren? Ich meine, der Junge hat nicht Unrecht. Kaneriki war auch ganz schön enge mit Galen. Also mussten wir ihn unschädlich machen. Mein Gott, ihr klingt so, als hätten wir ihn wie die Villager vom 3. Stock geschubst. Er hockt doch nur in der Putzkammer. Wie? Ihr habt Villager? Also ist Herr Knoblauch gar nicht im Familienurlaub? Hä? Jeder weiß, dass der Typ keine Familie hat. Ich nicht. Sorry. Jedenfalls, Galen erwähnte doch in dieser Versammlung, dass die Bibliothek tabu ist. Vielleicht versteckt er dort was. Ich schlage vor, dass wir die Bibliothek genauer untersuchen. Bin dabei. Dito. Na gut, wenn ihr uns danach in Ruhe lasst.
Wow, ich wusste gar nicht, dass Timo sinnvolle Sätze bilden kann. Wir sollten uns wirklich die Bibliothek anschauen. Hä? Wo sind denn alle? Toll, was machen wir jetzt, Schlauköpfe? Hey, das sind nur Eisengolems. Die kann man leicht austricksen. Hey, seht ihr dieses rote Leuchten in deren Augen? Okay, du hast zu viele Filme gesehen. Nein, er hat recht. Das sind gar keine Eisengolems, oder? Normalerweise verhalten die sich anders. Hey Leute, was, wenn wir einfach schnell an ihnen vorbeirennen? Wieso bauen wir uns nicht einfach von oben in die Bibliothek runter? Ist das nicht zu rebellisch? Das hinterfragst du bei dieser Jugend noch? Boah, das macht ganz schön viel Bumm. Ey, wolltet ihr nicht zweimal die Schule sprengen? Das war immer noch nur ein Scherz, Idiot. Wir sollten das der Polizei mitteilen. Jetzt müssen wir nur noch einen Polizisten finden und alles berichten, was wir rausgefunden haben. Wer als erster einen findet, hat gewonnen. Gewonnen? Ist das Direktor Devin? So ist es. Habt ihr mich vermisst? Also, um ehrlich zu sein... Jetzt, wo sie es sagen? Nicht wirklich. Jeder ist besser als dieser Galen. Der will uns nur hochjagen. Und wir sind hier, um das zu verhindern. Wer sind wir? Detective Lee, Detective Kira und ich bin die Polizeipräsidentin Lily. Cool. Jetzt, wo Sie hier sind, dürfen wir nach Hause? Definitiv nicht. Wenn das hier vorbei ist, muss die Schule noch umgebaut werden und ihr seid billige Arbeitskräfte. Ist das nicht Kinderarbeit? Nicht jetzt, Kira. Eins nach dem anderen. Bleibt erstmal hier. Wir kümmern uns um Galen. Svenja, Chris, Sie warten hier bitte auf uns. Gut, ich übernehme Galen. Da komme ich mit. Dann kümmere ich mich um seinen Sohn. Ich suche dann nach Kanariki. Wir treffen uns dann wieder draußen. Wie gut, dass die Schule nicht riesig ist und ich mich sowas von hier auskenne. Vielleicht können wir da helfen. Ja, davon gehe ich aus. Euch nach. Wo zur Hölle sind alle? Gott sei Dank. Hallo Alex Porter, Sie müssen mit mir kommen. Kira Wenker, Detective. Ich bin nicht Alex, ich bin, Alex. Okay, mitkommen. Ich sage gar nichts. Nicht bis diese Schule brennt. Jap, du bist ganz sicher Galens Sohn. Herr Kanariki, Sie sind festgenommen. Herr Kanariki? Was für Folter habt ihr ihm angetan? Ehrlich gesagt, haben wir nicht viel mit ihm gemacht. Wir haben ihm nur immer und immer wieder den neuesten Remix von Herrn Knoblauch hören lassen. Was für ein Remix? Bitte sehr. Direktor Devin? Oh Gott, mach, dass es aufhört. Kein Wunder, dass er kein Wort mehr sagen kann. Ist das eine Eisentür? Wenigstens hat er aus meinen Fehlern gelernt. Naja, es gibt nichts, wozu ich keine Schlüssel hätte. Galen Porter, wir haben Sie durchschaut. Geben Sie auf und stellen Sie sich. Hallo, Ma'am. Devin? Ach, und Kira ist auch hier. Sie mieser Verräter. Na, um genau zu sein, habe ich nicht wirklich jemanden verraten. Also, wie soll das jetzt ablaufen? Sie stellen sich endgültig, gehen hinter Gitter und wir schauen, dass hier langsam alles wieder zur Normalität zurückkehrt. Oder ich zünde einfach das TNT in der Bibliothek und das endet alles hier und jetzt. Das war ein Scherz, ich bin nicht irre. Gut, dann haben wir jetzt alle zusammen. Tut gut, endlich den Verantwortlichen in Gewahrsam zu haben. Finden Sie nicht auch, Galen? Oh ja. Ja, sehr angenehm. Ich hoffe, wir müssen uns nie wiedersehen, Herr Porter. Es wäre mir lieb, wenn Sie drei mit zurück zur Polizeiwache kommen würden. Der schriftliche Kram, Sie verstehen schon. Selbstverständlich. Egal, was noch getan werden muss, Hauptsache, dieser Fall ist endlich abgeschlossen. Danke, dass Sie hier während meiner Abwesenheit die Stellung gehalten haben. Ohne Sie hätten wir Galen nicht kriegen können. Das heißt dann wohl, dass ich nicht Direktor Devin bin. Wir sind es alle nicht.
Jap, wird Zeit für einen verdienten Mittagsschlaf. Stimmt, endlich können wir hier wieder pennen. Können wir jetzt bitte gehen? Meine Beine schlafen gleich ein. Bitte, es ist schon Nachmittag. Ich will nach Hause. Gute Nachrichten, Schüler. Ich bin wieder Direktor und bringe nur schnell den Fake-Direktor hinter Gittern. Danach kann es endlich mit dem normalen Unterricht weitergehen. Also dürfen wir gehen? Nö, wartet noch kurz hier. Kurz? Was ist kurz? Meine Familie macht sich bestimmt schon Sorgen, wo ich bleibe. Was ist, wenn er nicht wiederkommt oder es anfängt zu regnen? Ach, wartet! Da ist noch TNT in der Bibliothek. Wir sind alle erledigt.